Mein Mann stand mit unserem Baby im Tragetuch am Bürgersteig, einfach ganz normal, wie man mit einem Baby irgendwo steht. Und dann kam eine ältere Frau auf ihn zu und fragte, sind Sie die Mutter? Und Martin war in diesem Moment wahrscheinlich genauso irritiert, wie ich es gewesen wäre und sagte einfach nein. Und dann sagte sie, ich habe noch nie einen Mann gesehen, der ein Baby trägt. Nicht, oh, ich habe das lange nicht gesehen, nicht, das sieht man selten, sondern ich habe noch nie einen Mann gesehen, der ein Baby trägt. Und ich weiß noch, dass ich danach länger über diesen Satz nachgedacht habe, weil er auf den ersten Blick fast harmlos klingt. Es war keine böse Begegnung. Sie war gar nicht aggressiv, sie hat uns nicht angegriffen. Sie fanden das Baby auch sehr süß und dass er so jung war, fand sie ganz süß. Und es war eher so eine Mischung aus Überraschung, Neugierde und einem Weltbild, das plötzlich kurz ins Stolpern geraten ist. Aber genau deshalb ist diese Szene bei mir hängen geblieben, weil sie so klein war und trotzdem so viel erzählt. Denn was sagt das eigentlich über uns als Gesellschaft, wenn ein Mann mit einem Baby so ungewöhnlich wirkt, dass er kommentiert werden muss? Was sagt das über unsere Vorstellungen von Elternschaft, wenn ein Baby im Tragetuch automatisch nach einer Mutter aussieht, selbst wenn der Mensch, der dieses Baby trägt, ganz offensichtlich ein Mann ist? Und was sagt es über unsere Erwartungen an Väter, wenn Fürsorge von Männern immer noch wie eine kleine Ausnahme wirkt, wie ein Bonus, wie etwas, das man positiv bemerkt, weil man es nicht selbstverständlich erwartet? Und das ist noch die freundliche Version dieses Themas. Die nette Version, die Version, bei der jemand stehen bleibt und eine ungeschickte Frage stellt. Aber es gibt auch eine andere Version. Eine, der aus Verwunderung misstrauen wird. Eine, bei der ein Mann mit Kindern nicht einfach nur ungewöhnlich wirkt, sondern verdächtig. Eine, bei der Menschen nicht denken, ah, ein Vater, sondern warum ist dieser Mann hier? Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Nicht, weil ich eine einfache Antwort habe und auch nicht, weil ich so tun möchte, als wäre jede Sorge um Kinder unbegründet. Natürlich wollen wir Kinder schützen. Natürlich gibt es reale Gefahren. Natürlich gibt es Gründe, warum Menschen wachsam sind. Aber irgendwo zwischen berechtigter Vorsicht und gesellschaftlicher Panik ist etwas entstanden, das ich als Vater sehr merkwürdig finde. Wir sagen, Männer sollen präsenter sein, emotionaler sein, fürsorglicher sein, mehr Verantwortung übernehmen, mehr Care-Arbeit, mehr Vater sein. Und gleichzeitig behandeln wir Männer, die genau das tun, manchmal so, als müssen sie sich erst einmal erklären. Und für uns als Zwei-Väter-Familie bekommt das Ganze nochmal eine eigene Schicht, weil bei uns eben keine Mutter im Hintergrund steht, die das Bild für andere wieder vertraut macht. Das ist nicht der Vater, der auch mal hilft, während irgendwo die eigentliche Besuchsperson ist. Das sind zwei Männer, zwei Väter, zwei Eltern. Und dadurch merkt man manchmal sehr deutlich, wie tief diese Artenbilder immer noch sitzen. Die Frage, die mich deshalb beschäftigt, ist eigentlich ganz einfach. Warum finden Menschen es seltsam, wenn Männer mit ihren Kindern unterwegs sind? Und was würde sich verändern, wenn wir aufhören würden, es seltsam zu finden? Wenn Fürsorge bei Männern immer noch aufhört. Es gibt diese Sätze, die wahrscheinlich fast jeder Vater schon mal gehört hat, der allein mit seinem Kind unterwegs war. Na, hat Mama heute frei? Oder, oh, Papa macht heute Babysitter? Oder, da hat die Mama aber Glück, dass sie helfen. Und ich glaube, meistens sind diese Sätze gar nicht böse gemeint. Oft kommen sie sogar freundlich rüber, so ein bisschen schmerzhaft, so ein bisschen anerkennend. Vielleicht auch einfach als Versuch, ins Gespräch zu kommen. Aber gerade weil sie so alltäglich und so gut gemeint sind, verraten sie sehr viel. Denn niemand würde zu einem Mann auf dem Spielplatz sagen, oh, Sie babysitten heute? Niemand würde zu einer Mutter mit Kinderwagen sagen, na, gibt Papa Ihnen heute mal frei? Bei Müttern wird Care-Arbeit als selbstverständlich gelesen. Bei Vätern wird sie oft als besondere Leistung gelesen. Und ich will es nicht kleiner machen, als es ist, aber auch nicht größer, als es ist. Natürlich ist es schön, wenn Menschen freundlich reagieren.
Natürlich freue ich mich, wenn jemand liebevoll auf unsere Familie schaut. Aber ich merke trotzdem, dass hinter diesen Kommentaren oft eine Annahme steckt, die nicht ganz verschwunden ist. Die Annahme, dass Väter irgendwie zusätzlich sind. Dass sie unterstützen, helfen, einspringen, übernehmen, wenn die Mutter gerade nicht kann. Aber nicht, dass sie genauso selbstverständlich der sichere Hafen, der Alltag, die Routine, die Verantwortung und die emotionale Mitte eines Kindes sein können. Und vielleicht ist es genau der Punkt, an dem viele Gespräche über Vaterschaft hängen bleiben. Wir feiern Väter schon dafür, dass sie Dinge tun, die bei Müttern einfach erwartet werden. Wenn ein Vater wickelt, wird er gelobt. Wenn ein Vater nachts aufsteht, ist er ein moderner Mann. Wenn ein Vater mit dem Baby im Tragetuch einkaufen geht, ist es süß, besonders bemerkenswert. Und ich verstehe total, warum Menschen das sagen, weil sich gesellschaftlich ja wirklich etwas verändert hat und weil viele Männer früher sehr viel weniger im Alltag ihrer Kinder sichtbar waren. Aber gleichzeitig hält dieses Lob manchmal genau das Bild am Leben, das wir eigentlich überwinden wollen. Denn wenn man einen Vater für ganz normale Elternarbeit ständig besonders lobt, sagt man indirekt, eigentlich hätten wir das nicht von dir erwartet. Und das spürt man. Vielleicht nicht immer bewusst, vielleicht nicht aus großem Schmerz, aber aus kleiner Reibung im Alltag. Man steht da mit einem Baby, man macht nichts Spektakuläres, man ist einfach nur Elternteil und trotzdem fühlt es sich an, als würde man eine kleine gesellschaftliche Erwartung brechen. Nicht auf eine dramatische Art, sondern eher so, als würde man in einem Raum stehen, in dem man alle Stühle schon beschriftet sind. Und plötzlich sitzt man auf einem Platz, auf dem eigentlich Mutter steht. Bei uns passiert das manchmal ganz subtil. Wir sind beide unterwegs und der Kind ist dabei und man merkt, wie Menschen versuchen, die Szene einzuordnen. Nicht unbedingt negativ natürlich, eher so kurz suchend. Da sind zwei Männer, da ist ein Baby, wer ist wer? Wer gehört wie zusammen? Wer ist der eigentliche Elternteil? Wer ist vielleicht der Onkel, der Freund? Wer ist der biologische Vater? Und ich glaube, viele Menschen würden diese Fragen nie selten stellen, weil sie merken, dass sie vielleicht unpassend sind. Aber manchmal sieht man den kleinen Moment, in dem das Gehirn sortiert. Und manchmal ist es nicht nur ein Blick oder ein Kommentar, sondern auch ein ganz praktischer Moment. Zum Beispiel bei diesen Mutter-Kind- oder Eltern-Kind-Parkplätzen. Eigentlich geht es ja darum, dass man mit Baby, Kindersitz, Kinderwagen oder Wickeltasche mehr Platz braucht. Also um die Situation mit Kind, nicht um das Geschlecht des Elternteils. Und trotzdem kann es passieren, dass man als Vater dort schief angeschaut oder sogar angesprochen wird, nach dem Motto, Sie dürfen hier nicht parken, das ist für Mütter. Und genau in solchen Momenten merkt man, wie tief diese Verknüpfung sitzt. Selbst ein Parkplatz, der Familien entlassen soll, wird im Kopf mancher Menschen zuerst als Mutterraum verstanden, nicht als Elternraum. Und das Interessante ist, dieser Moment sagt oft weniger über unsere Familie aus, als über die Kategorien, mit denen andere Menschen Familie lesen. Wenn eine Frau mit Baby unterwegs ist, braucht niemand eine Erklärung. Wenn ein Mann mit Baby unterwegs ist, wird manchmal noch eine Erklärung gesucht. Und wenn zwei Männer mit einem Baby unterwegs sind, dann reicht die alte Erklärung plötzlich gar nicht mehr. Ich erinnere mich auch an Formulare, die uns immer wieder daran erinnern, diese klassische Feld Mutter, dann Vater und bei vielen Familien passt das natürlich. Aber bei uns sitzt man da und denkt, okay, was machen wir jetzt mit diesem Formular? Streichen wir etwas durch, schreiben wir Vater 1 und Vater 2 daneben, erklären wir es jedes Mal, sagen wir nichts in Hoffen, dass es schon irgendwie verarbeitet wird. Und ich weiß, ein Formular ist nur ein Formular, aber Formulare sind auch kein Spiegel davon, wie Institutionen denken. Sie zeigen, welche Familie als normal vorausgesetzt wird und welche Familie sich erst in die Rente schreiben muss. Und genau das passiert auch im Alltag. Die Standardannahme ist oft immer noch,
Mutter ist die Hauptperson, Vater ist die Ergänzung. Und wenn diese Annahme nicht passt, muss die Realität kurz nachkorrigiert werden. Das Absurde ist, dass Männer dadurch in eine ziemlich enge Rolle gedrängt werden. Wenn ein Mann wenig Care-Arbeit macht, heißt es, Väter müssen sich mehr einbringen. Wenn ein Mann viel Care-Arbeit macht, heißt es, wow, der ist aber besonders. Und wenn ein Mann außerhalb der erwarteten Situation fürsorglich mit Kindern ist, kann es manchmal sogar kippen. Warum ist er da? Und diese Kippbewegung von Verwunderung zu Misstrauen finde ich eigentlich den wichtigsten Teil des Themas. Jemand auf YouTube hat bei uns in den Kommentaren mal eine Geschichte geteilt, die ich nicht unabhängig überprüfen kann, aber die bei mir hängen geblieben ist, weil sie genau dieses Gefühl so extrem sichtbar macht. Da ging es um einen Mann, der in Deutschland mit seinen Kindern wandern war. Einfach ein Vater mit seinen Kindern im Wald. Und eine amerikanische Frau soll die Polizei gerufen haben, weil sie dachte, dieser Mann könnte ein Täter sein. Und noch einmal, ich kann diese konkrete Geschichte nicht prüfen, aber sie passt zu einem Muster, das viele Männer beschreiben. Ein Mann allein mit Kindern wird nicht automatisch als Vater gelesen, sondern manchmal zuerst als potenzielle Gefahr. Nicht immer natürlich und nicht überall, nicht von allen, aber oft genug, dass viele Väter solche Situationen kennen oder zumindest die Möglichkeit davon im Kopf haben. Und das ist wirklich etwas, das ich wirklich schwer finde, weil ich zwei Gedanken gleichzeitig halten muss. Auf der einen Seite verstehe ich, warum Menschen Kinder schützen wollen. Ich bin Vater. Natürlich will ich, dass Menschen aufmerksam sind, wenn ein Kind in Gefahr sein könnte. Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der niemand hinschaut. Ich will nicht, dass Erwachsene wegsehen, nur weil sie Angst haben, jemanden festlich zu verdrängen. Kinder brauchen Schutz, Punkt. Aber auf der anderen Seite entsteht eine sehr problematische Schieflage, wenn man mit Kind schon als ungewöhnlich oder verdächtig gelesen wird. Denn dann wird Fürsorge bei Männern nicht einfach gesehen, sondern geprüft. Denn ein Vater auf dem Spielplatz nicht einfach ein Vater auf dem Spielplatz, sondern ein Mann, dessen Anwesenheit in manchen Köpfen erst legitimiert werden muss. Dann reicht es nicht, dass er da ist. Er muss irgendwie beweisen, dass er dazu gehört. Und ich glaube, viele Frauen kennen eine andere Seite derselben gesellschaftlichen Angst. Viele Frauen bewegen sich im Alltag mit einer Wachsamkeit, die Männer oft erst sehr spät wirklich verstehen. Das möchte ich nicht relativieren. Es gibt reale Erfahrungen, reale Übergriffe, reale Gründe für Misstrauen. Wenn Frauen sagen, dass sie vorsichtig sind, dann ist das nicht einfach Hysterie oder Verurteil. Es kommt aus einer Wirklichkeit, die ernst genommen werden muss. Aber genau deshalb muss die Frage differenzierter sein. Wie schützen wir Kinder und nehmen die Erfahrungen von Frauen ernst, ohne automatisch jeden fürsorglichen Mann unter Verdacht zu stellen? Wie schaffen wir Sicherheit, ohne Väter aus Räumen zu drängen, in denen Kinder sie brauchen? Wie verhindern wir, dass aus notwendiger Wachsamkeit eine Kultur entsteht, in der männliche Nähe zum Kindern immer noch einen Beigeschmack bekommt? Denn das trifft nicht nur Väter. Es trifft auch Männer, die in Kitas arbeiten, Männer, die Lehrer werden wollen, Männer, die gern mit Kindern arbeiten würden, Männer, die in einer Familie liebevoller Onkel sind, Männer, die vielleicht irgendwann Vater werden wollen und schon vorher merken, dass ihre Freude an Kindern nicht immer neutral gelesen wird. Und ich finde das traurig, weil wir auf der einen Seite seit Jahren darüber sprechen, dass Kinder vielfältige Bezugspersonen braucht, dass Jungs auch fürsorgliche männliche Vorbilder brauchen, dass Care-Arbeit nicht nur weiblich sein darf und auf der anderen Seite machen wir männliche Fürsorge sozial riskant. Ich habe Geschichten gelesen von Vätern, die auf Spielplätzen angesprochen wurden, weil jemand wissen wollte, welches Kind denn zu ihnen gehört. Von Männern, die sich beim Fotografieren ihres eigenen Kindes unwohl fühlen,
weil sie Angst haben, jemand könnte denken, sie fotografieren fremde Kinder. Von Vätern, die sich von Eltern-Kind-Kontext ständig bewusst sind, wie sie wirken. Nicht, weil sie etwas falsch machen, sondern weil sie wissen, dass ihre Anwesenheit anders gelesen werden kann. Und auch hier ist mir wichtig, nicht jede Nachfrage ist falsch. Wenn jemand wirklich eine bedenkliche Situation sieht, sollte man reagieren. Aber wenn schon die bloße Anwesenheit eines Mannes in einem Kinderkontext als bedenklich empfunden wird, dann haben wir ein Problem, das tiefer liegt. Dieses Problem ist nicht nur, Menschen sind unfair zu Männern, das wäre mir zu einfach. Für mich hängt es viel stärker mit einer Art Rollenverteilung zusammen, die Männer und Frauen beide einschränkt. Frauen werden so stark mit Fürsorge verbunden, dass sie automatisch zuständig wirken. Männer werden so stark von Fürsorge getrennt, dass sie entweder als Helfer oder als Fremdkörper erscheinen. Und wenn ein Mann plötzlich sehr präsent, sehr zärtlich, sehr Aufmerksamkeit mit einem Kind ist, passt es nicht in das alte Bild. Manche finden es schön, manche finden es irritierend, manche finden es leider verdächtigt. Und genau da liegt für mich der Widerspruch. Wir wollen moderne Väter. Wir wollen Männer, die emotional erreichbar sind, die Kinder nicht nur versorgen, sondern wirklich begleiten, die nicht nur Geld verdienen, sondern Beziehungen aufbaut, die nicht erst am Wochenende kurz auftauchen, sondern im Alltag verankert sind. Aber ein Teil der Gesellschaft hat immer noch keine entspannte visuelle Sprache für genau diesen Mann. Der Vater, der nachts die Flasche macht, der Vater, der Termine organisiert, der Vater, der das Kind trägt, der Vater, der allein auf dem Spielplatz sitzt, der Vater, der ein Kind tröstet, ohne dass irgendwo eine Mutter daneben steht, die seine Rolle bestätigt. Und vielleicht ist das der Moment, in dem dieses Thema für uns als Paarparade besonders wird. Weil wir nicht nur ein Vater sind, der manchmal allein unterwegs ist, wir sind zwei Väter. Und dadurch fällt die Ausrede weg, die viele Menschen unbewusst benutzen, um die Situation wieder vertraut zu machen. In vielen Situationen, glaube ich, funktioniert gesellschaftliche Sicherheit über ein sehr simples Bild. Wenn eine Mutter in der Nähe ist, ist alles eingeordnet. Da ist das Kind, da ist die Frau. Also das ist die Mutter oder zumindest eine weibliche Bezugsperson. Das System beruhigt sich. Niemand muss nachdenken. Aber was passiert, wenn es diese Frau nicht gibt? Kurz nicht, weil sie gerade einkaufen ist, nicht unsichtbar im Hintergrund, weil Papa heute mal dran ist, sondern wirklich nicht. Was passiert, wenn die Eltern einfach zwei Männer sind? Dann merkt man plötzlich, wie stark Elternschaft immer noch weiblich kodiert ist. Und ich meine das nicht als Vorwurf an einzelne Menschen. Es ist eher wie eine Sprache, die viele Menschen gelernt haben, ohne jemals darüber nachzudenken. Baby plus Frau bedeutet Mutter. Baby plus Mann bedeutet Vater. Aber oft nur, wenn die Mutter irgendwo mitgedacht werden kann. Baby plus zwei Männer bedeutet, Moment, wie lese ich das jetzt? Und genau deshalb fand ich diese Frage der älteren Frau so interessant. Sind Sie die Mutter? Auf einer rein logischen Ebene ist das natürlich eine absurde Frage. Martin ist ein Mann, er stand da als Mann mit einem Baby im Tragetuch und hier ist ein Foto vom Tag. Aber auf einer gesellschaftlichen Ebene war die Frage fast konsequent. Sie hat nicht gefragt, sind Sie der Vater? Sie hat auch nicht gefragt, ist das Ihr Kind? Sie hat gefragt, sind Sie die Mutter? Weil in ihrem inneren System die Person, die ein Baby so nah am Körper trägt, offenbar die Mutter sein muss. Und wenn die Person ein Mann ist, dann bricht das System kurz. Und ich glaube nicht, dass sie homophob war. Sie hat auch wahrscheinlich die Situation gar nicht so verstanden. Wir waren auch mit einer Gruppe da. Zumindest habe ich in dieser Szene nicht so empfunden, dass sie homophob war. Sie hat nicht nach Sexualität gefragt, sie hat nicht unsere Familie abgewertet, sie hat nicht gesagt, es geht nicht oder so. Sie war eher konfrontiert mit etwas, das sie nach eigener Aussage noch nie gesehen hatte. Ein Mann, der so ein Baby trägt, nicht im Kinderwagen schiebt, nicht kurz auf dem Arm hält, sondern trägt.
körperlich selbstverständlich zuständig. Und das ist vielleicht der ehrlichste Teil dieses Themas. Für manche Menschen ist ein fürsorglicher Mann nicht bedrohlich, sondern einfach neu. Sie haben es nicht gelernt. Sie haben es nicht oft gesehen. In ihrer Kindheit haben Männer vielleicht gearbeitet, repariert, entschieden, gefahren, bezahlt, geschimpft, aber nicht unbedingt getragen, getröstet, gewickelt, organisiert und im Alltag emotional gehalten. Wenn man so aufgewachsen ist, dann ist ein Vater mit Baby im Tragetuch nicht nur eine Person, es ist ein kleines kulturelles Update. Und gleichzeitig dürfen wir nicht so tun, als wäre dieses Update für alle gleich einfach. Für heterosexuelle Väter gibt es oft noch eine Art gesellschaftlichen Sicherheitsanker. Die Mutter existiert. Selbst wenn sie gerade nicht da ist, wird sie mitgedacht. Der Vater kann als guter Helfer gelesen werden, als moderner Papa, als jemand, der der Mutter Arbeit abnimmt. Das ist zwar auch nicht ideal, weil es ihn immer noch nicht ganz als gleichwertigen Elternteil liest, aber es ist wenigstens ein vertrautes Modell. Bei uns funktioniert dieses Modell nicht. Wir nehmen niemandem etwas ab, weil keine Mutter die eigentliche Zuständige ist. Wir helfen nicht, weil wir die Eltern sind. Wir sind nicht die nette Ergänzung zur Mutter, sondern die gesamte Elternschaft unseres Kindes. Und ich glaube, genau dadurch wird sichtbar, wie sehr unsere Gesellschaft immer noch versucht, Elternschaft über Mutterrolle zu verstehen. Das betrifft nicht nur Gespräche auf der Straße, es betrifft auch Systeme bei Arztformularen, Behörden, Kita-Kommunikation, manchmal auch in ganz kleinen sprachlichen Dingen, wenn automatisch Mama gesagt wird, wenn Informationen an die Mutter adressiert werden, wenn in Köpfen in Formularen immer noch ein Platz für Mutter reserviert ist, auch wenn die konkrete Familie anders aussieht. Und ich weiß, dass viele Menschen sagen dann, ja gut, das ist halt Gewohnheit. Und ja, es ist Gewohnheit. Aber Gewohnheiten sind nicht neutral, wenn sie manchen Familien ständig sagen, ihr seid nicht mitgemeint. Ihr müsstet einfach kurz erklären. Ihr müsstet das Feld durchstreichen. Ihr müsst die Sprache anpassen. Ihr müsst fremdlich bleiben. Ihr müsst freundlich bleiben, während das System euch erst einmal falsch einsortiert. Und das ist nicht immer schlimm, wirklich nicht, aber es ist einfach ein kurzer Moment. Jemand sagt Mutter, wir sagen Vater, die Person sagt, oh, Entschuldigung, und dann geht es weiter. Wir erleben in Bayern sehr oft genau das. Menschen sind kurz überrascht, dann sortieren sie es ein, dann ist es okay. Und ich finde das wichtig zu sagen, weil ich nicht möchte, dass dieses Video klingt, als würden wir jeden Tag durch Feindseitigkeit laufen. Das tun wir nicht. Unsere Erfahrung ist überwiegend positiv. Aber positiv heißt nicht, dass die Artenannahme verschwunden sind. Es heißt nur, dass viele Menschen bereit sind, sich zu korrigieren. Und vielleicht ist das schon ein großer Teil der Veränderung. Nicht, dass jemand mehr irritiert ist, sondern dass Irritation nicht zu Ablehnung wird. Dass Menschen merken, mein Bild war zu eng. Diese Familie passt trotzdem. Dieses Kind hat trotzdem Eltern. Diese Fürsorge ist trotzdem echt. Ich glaube, man muss bei diesem Thema auch über etwas sprechen, das unangenehm ist. Wenn Männer in der Nähe von Kindern manchmal misstrauisch gelesen werden, dann gilt das für schwule Männer oft noch einmal auf eine eigene Weise. Nicht immer offen, nicht immer bewusst, aber historisch und kulturell gibt es diese herzliche Verknüpfung, dass queer Männer als Gefahr für Kinder dargestellt wurden. Das ist nicht neu und es ist nicht verschwunden, nur weil viele Menschen heute toleranter sind. Und ich möchte hier sehr vorsichtig formulieren, weil ich nicht behaupten kann, in den Kopf anderer Menschen zu schauen. Ich weiß nicht, was jede Person denkt, wenn sie uns sieht. Ich weiß nicht, ob jemand uns wegen unseres Geschlechts, wegen unserer Sexualität oder einfach aus Neugier anschaut. Aber ich weiß, dass diese Geschichte existiert. Ich weiß, dass queer Männer viel zu lange mit Misstrauen belegt wurden, gerade wenn es um Kinder ging. Und ich weiß, dass dieses Misstrauen nicht einfach verschwindet, nur weil unsere Familie im Alltag oft freundlich aufgenommen wird. Das Merkwürdige ist, in der Szene mit der älteren Frau
ging es aus meiner Sicht nicht einmal primär darum, dass wir schwul sind. Sie hat nicht gefragt, dürfen zwei Männer ein Kind haben? Sie hat nicht gefragt, wo ist die Mutter? Sie hat nicht moralisiert. Sie hat gefragt, sind sie die Mutter? Und genau das macht diese Szene so aufschlussreich. Ihre Verwirrung lag nicht zuerst bei unserer Sexualität, sondern bei der Rolle. Ein Mann machte etwas, das in ihrem inneren Bild offenbar einer Mutter zugeordnet war. Und das zeigt für mich, manchmal ist das Problem nicht nur Homophobie. Manchmal liegt darunter eine noch ältere Vorstellung davon, wer für Kinder zuständig ist. Wenn Elternschaft tief im Kopf als weiblich abgespeichert ist, dann wirken Männer in Care-Rollen automatisch erklärungsbedürftig. Und wenn diese Männer zusätzlich schwul sind, kommt je nach Person und Umfeld vielleicht noch eine zweite Schicht dazu. Für uns bedeutet das, dass Sichtbarkeit eine doppelte Arbeit macht. Wir zeigen nicht nur, zwei Männer können Eltern sein, wir zeigen auch, Männer können tragen, trösten, planen, halten, sorgen, lieben, organisieren, Grenzen setzen, nachts aufstehen, im Wartezimmer sitzen, Arztfragen beantworten, Fläschchen vorbereiten, Windeln wechseln, Routine schaffen, überfordert sein, lernen, Fehler machen und wieder weitermachen. Nicht als Ausnahme, nicht als Performance, nicht als politisches Statement in jeder Sekunde, sondern im Alltag. Und ich glaube, genau deshalb ist unser Content manchmal politischer, als er auf den ersten Blick aussieht. Wenn wir einfach nur zeigen, wie unser Familienleben funktioniert, dann ist das für uns Alltag. Aber für jemanden, der so etwas noch nie gesehen hat, kann es ein Bild verschieben. Nicht durch eine Debatte, sondern durch Wiederholung, durch Normalität, durch das Gefühl. Ach so, das ist gar nicht so anders. Das sind einfach zwei Eltern, die versuchen, ihr Kind gut durchs Leben zu begleiten. Und das klingt klein, aber ich glaube, es ist nicht klein. Dann viele gesellschaftliche Veränderungen passieren nicht nur über Gesetze oder große Diskussionen. Sie passieren auch dadurch, dass Menschen etwas zum ersten Mal sehen, dann zum zweiten Mal, dann zum 10. Mal. Und irgendwann ist es nicht mehr bemerkenswert. Irgendwann ist ein Mann mit Baby im Tragetuch nicht mehr, oh, ich habe das noch nie einen Mann gesehen, der ein Baby trägt, sondern einfach, da trägt jemand sein Baby. Und vielleicht genau ist das das Ziel. Nicht, dass alle applaudieren, nicht, dass jeder Vater auf dem Spielplatz für seine Anwesenheit gefeiert wird, sondern dass niemand mehr überrascht ist. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, warum manche gut gemeinten Kommentare sich trotzdem komisch anfühlen. Denn objektiv könnte man sagen, ist doch schön, wenn jemand sagt, du bist ein toller Vater. Ist doch schön, wenn Menschen positiv reagieren. Ist doch besser als Ablehnung. Und ja, natürlich ist es besser. Ich will auch nicht undankbar klingen, wenn Menschen freundlich sind. Aber es gibt einen Unterschied zwischen echtem Sehen und Überraschtsein, dass man überhaupt da ist. Wenn jemand sagt, ich sehe, wie liebevoll ihr mit eurem Kind seid, dann ist das etwas anderes als, wow, zwei Männer und trotzdem klappt das. Wenn jemand sagt, ihr wirkt so eingespielt, dann ist das etwas anderes als, das ist aber toll, dass ihr das als Männer macht. Der erste Satz sieht unsere konkrete Beziehung. Der zweite Satz sieht zuerst die Abweichung von einer Erwartung. Und ich glaube, dass viele Väter kennen das in abgeschwächter Form. Wenn ein Vater mit seinem Kind allein im Café sitzt, bekommt er vielleicht bewundernde Blicke. Wenn eine Mutter mit ihrem Kind allein im Café sitzt, bekommt sie vielleicht gar keine Blicke oder im Zweifel Kritik, wenn das Kind zu laut ist. Das ist auch eine Ungerechtigkeit. Männer bekommen manchmal Lob für Basics, Frauen bekommen manchmal Kritik für dieselben Basics, wenn sie nicht perfekt laufen. Und deshalb geht es in diesem Video nicht darum, Männer als die eigentliche Opfer darzustellen. Das wäre zu flach. Es geht darum, dass ein altes System alle verzerrt. Frauen werden überzuständig gemacht. Männer werden unterzuständig gemacht. Frauen werden verantwortlich gemacht, wenn es etwas schief läuft. Männer werden gefeiert, wenn sie überhaupt erscheinen.
Und Kinder wachsen in einer Welt auf, in der Fürsorge immer noch nicht wirklich geschlechtsneutral gedacht wird. Das hat Folgen. Für Mütter, weil sie den Mental Load tragen, selbst wenn Väter viel machen. Für Väter, weil sie oft beweisen müssen, dass sie wirklich zuständig sind. Für queere Familien, weil sie ständig sichtbar machen, dass das alte Modell nicht ausreicht. Und für Kinder, weil sie von Anfang lernen, wer angeblich natürlich fürsorglich ist und wer nicht. Und ich merke das auch an mir selbst. Ich bin natürlich nicht außerhalb dieser Geschichte aufgewachsen und ich habe Bilder im Kopf. Auch ich habe Rollen gelernt, lange bevor ich Vater wurde. Und Vater werden bedeutet für mich auch, diese Bilder jeden Tag ein bisschen zu verlernen. Nicht theoretisch, sondern praktisch. Wenn ich merke, dass Fürsorge nicht weich oder hart, nicht männlich oder weiblich, nicht Mutter oder Vater ist, sondern Beziehung, Präsenz, Wiederholung, Verantwortung. Das Aushalten von Müdigkeit, das liebevolle Tun von 1000 kleinen Dingen, die niemand sieht. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum dieses Thema mich so berührt. Da es nicht nur um öffentliche Wahrnehmung geht. Es geht auch darum, was Männer sich selbst erlauben. Erlaube ich mir, zärtlich zu sein, ohne mich zu rechtfertigen? Erlaube ich mir, sichtbar vorsorglich zu sein, ohne es ironisch zu brechen? Erlaube ich mir, ein Baby zu tragen, ein Kind zu trösten, über Bindung zu sprechen, Angst zu haben, weich zu sein, ohne sofort wieder bewusst zu müssen, dass ich trotzdem männlich genug bin? Diese Fragen klingen vielleicht groß, aber im Alltag zeigen sie sich in kleinen Momenten. Im Tragetuch, auf dem Spielplatz, beim Kinderarzt, im Supermarkt, wenn jemand schaut, wenn jemand kommentiert, wenn jemand lobt, wenn jemand irritiert ist. Wenn man selbst kurz merkt, ich werde gerade nicht nur als Elternteil gesehen, sondern als Mann, der etwas tut, das manche immer noch nicht so ganz in ihr Bild bekommen. Was mich an Formularen, Regeln und Sprache so interessiert ist, dass sie weniger emotional wirken als einzelne Begegnungen, aber oft stabile sind. Eine ältere Frau auf der Straße kann man als Generationenfrage verstehen. Ein Kommentar auf dem Spielplatz kann man als Einzelfall abhaken. Aber wenn Systeme immer wieder dieselbe Annahme machen, dann merkt man, das ist nicht nur persönliche Verwunderung, das ist eingebaut. Wenn ein Formular Mutter und Vater sagt, ist es nicht automatisch böse. Es ist wahrscheinlich einfach alt. Es stammt aus einer Zeit oder aus einem Denken, in dem Familie fast immer auf eine bestimmte Weise vorgestellt wurde. Aber jedes Mal, wenn eine Familie nicht in diese Pferde passt, wird sie daran erinnern, dass sie nicht der Standard ist. Und das ist auf Dauer ermüdend, selbst wenn einzelne Situationen freundlich gelöst werden. Und es sind nicht nur Formulare, es sind auch Räume. Ganz banal, Wickeltische. Wie oft sind Wickelmöglichkeiten auf der Frauentoilette, aber nicht auf der Herrentoilette? Und wenn man als Mann mit Baby oder Kleinkind unterwegs ist und wickeln muss, steht man plötzlich vor einer ganz absurden Situation. Entweder findet man gar keinen geeigneten Ort oder man muss in einem Raum, der gesellschaftlich als Frauenraum markiert ist, obwohl man einfach nur sein Kind vorsorgen will. Und auch das sagt etwas. Nicht laut, nicht aggressiv, aber sehr deutlich. Die Architektur des Alltags rechnet oft noch damit, dass die Person, die wickelt, eine Frau ist. Und ich glaube, viele moderne Familien kennen das. Nicht nur queere Familien. Alleinerziehende kennen es. Patchwork-Familien kennen es. Pflegefamilien kennen es. Adoptivfamilien kennen es. Co-Parenting-Familien kennen es. Familien, in denen Großeltern eine große Rolle spielen, kennen es. Es gibt so viele Formen von Familie, aber viele Systeme sprechen immer noch so, als gäbe es eine einzelne Vorlage. Und bei Vätern zeigt sich das besonders deutlich, weil selbst in homosexuellen Familien oft die Mutter als organisatorisches Zentrum behandelt wird. Wer wird zuerst angerufen? Wer bekommt die Informationen?
Wer wird gefragt, wenn es um Termine, Kleidung, Essen, Schlaf, Entwicklung, Arztunterlagen geht? Natürlich verändert sich das. Natürlich gibt es engagierte Vater und viele Institutionen, die viel weiter sind. Aber die Art der Spur ist noch da. Und wenn man als Mann mit einem Kind unterwegs ist, bewegt man sich manchmal gegen diese Spur. Nicht immer dramatisch, aber spürbar. Man wird als Ausnahme ins System behandelt, obwohl man für sein Kind keine Ausnahme ist. Das ist für mich der entscheidende Satz. Für das System bin ich vielleicht ungewöhnlich, für mein Kind bin ich Alltag. Mein Kind denkt nicht, da ist ein Mann, der heute Care-Arbeit macht. Mein Kind denkt nicht in Kategorien von Mutterfeld und Vaterfeld. Mein Kind kennt die Menschen, die da sind. Die Stimmen, die Hände, die Routinen, die Gerüche, die Abläufe, die Sicherheit. Elternschaft entsteht nicht dadurch, dass man in ein Formular passt. Sie entsteht dadurch, dass man immer wieder auftaucht. Und deshalb wünsche ich mir manchmal, dass unsere Gesellschaft weniger besessen davon wäre, Elternschaft richtig zu beschriften und mehr daran interessiert wäre, ob Kinder verlässlich geliebt und begleitet werden. Natürlich brauchen Systeme Begriffe. Natürlich müssen Behörden Dinge erfassen oder Medizin dokumentieren. Ich sage nicht, dass Sprache egal ist oder dass jedes Formular sofort perfekt sein muss. Und genau das gilt auch für Männer in Care-Rollen. Wenn wir Männer nicht als natürliche Bezugspersonen erwarten, wirken sie immer ein bisschen auffällig. Wenn wir Männer in Kitas nicht erwarten, werden sie misstrauischer betrachtet. Wenn wir als Väter nicht als Hauptansprechpartner erwarten, müssen sie sich mehr legitimieren. Und wenn wir schwule Väter nicht erwarten, werden sie erst einmal als Sonderfall gelesen, auch wenn sie für ihr Kind einfach Familie sind. Und jetzt möchte ich bewusst einen Schritt zurückgehen, weil dieses Video sonst vielleicht schwer klingt, als unser Alltag sich meistens anfühlt. Unsere Erfahrung hier in Bayern ist tatsächlich überwiegend positiv. Nicht perfekt, nicht frei von Arten Annahmen, aber positiv. Wir haben nicht das Gefühl, jeden Tag kämpfen zu müssen, um als Familie anerkannt zu werden. Wir haben nicht das Gefühl, dass Menschen uns ständig feindselig begegnen. Im Gegenteil. Sehr oft erlauben wir genau dieses bayerische Leben und Leben lassen, das vielleicht nicht immer besonders laut progressiv klingt, aber im Alltag erstaunlich viel Raum geben kann. Die Menschen schauen vielleicht kurz, sortieren es ein und dann geht das Leben weiter. Und ich finde das schön, also wirklich. Und es gibt etwas sehr Beruhigendes daran, wenn nicht jede Begegnung zu einer Diskussion wird. Wenn die Nachbarn einfach freundlich sind, wenn eine Praxis etwas auf dem Formular nicht passt und jemand es einfach durchstreicht. Wenn Menschen uns sehen und dann weitermachen. Nicht, weil sie sofort alles verstehen müssen, sondern weil sie merken, da ist eine Familie, fertig. Auch die ältere Frau mit dem Tragetuch war für mich nicht das Symbol einer feindlichen Gesellschaft. Sie war eher ein Symbol dafür, wie Veränderung aussieht, wenn sie im Alltag ankommt. Sauber, nicht perfekt, nicht mit den richtigen Begriffen, sondern manchmal ein bisschen unbeholfen. Sie sah etwas, das sie noch nie gesehen hatte und sie sagte es laut. Und ja, das war seltsam. Aber es war auch ein Moment, in dem ein neues Bild in ihrem Kopf entstehen konnte. Vielleicht hat sie dann auch noch einmal darüber nachgedacht. Vielleicht hat sie es jemandem erzählt. Vielleicht hat sie beim nächsten Mal Mann mit Baby im Tragetuch nicht mehr gefragt, ob er die Mutter ist. Vielleicht hat sich gar nichts verändert. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass Sichtbarkeit nur dann wirken kann, wenn Menschen irgendwann zum ersten Mal etwas sehen. Und manchmal sind wir eben dieses erste Mal. Das ist eine merkwürdige Rolle. Einerseits möchte man einfach leben. Man möchte nicht ständig Representation sein. Man möchte nicht beim Einkaufen, beim Spazierengehen, beim Kinderarzt oder auf dem Spielplatz die gesellschaftliche Entwicklung verkörpern. Man möchte einfach Vater sein, müde sein, den Kinderwagen schieben, die Tasche suchen, hoffen, dass man
an alles gedacht hat. Die echten Sachen. Andererseits weiß ich, dass unser ganz normales Leben für manche Menschen ein Bild ist, das sie noch nicht oft gesehen haben. Und wenn dieses Bild hilft, die Kategorie Familie ein bisschen größer zu machen, dann ist es auch etwas Schönes. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum wir Paarparade machen. Nicht, weil wir denken, dass unsere Familie außergewöhnlich oder besser ist als andere, sondern weil wir wissen, dass Sichtbarkeit etwas verändert, wenn sie nicht nur Schlagworten besteht, sondern aus Alltag. Aus echten Szenen, aus Fragen, die nicht sofort beantwortet sind. Aus Momenten, die zeigen, es gibt mehr als eine Art Familie zu sein. Ich denke oft darüber nach, was normal eigentlich heißt. Viele Menschen benutzen dieses Wort so, als wäre es eine natürliche Wahrheit. Normal ist das, was schon immer da war. Normal ist Mutter, Vater, Kind. Normal ist die Mutter als Hauptbezugsperson. Normal ist der Vater als Ergänzung. Normal ist, dass Männer mit Kindern etwas erklärensbedürftiger sind. Aber vielleicht ist normal einfach nur das, was wir oft genug sehen, ohne dass es uns überrascht. Wenn man noch nie einen Mann mit Baby im Tragetuch sieht, wirkt es ungewöhnlich. Wenn man jeden Tag Männer mit Babys im Tragetuch sieht, wird es irgendwann normal. Wenn man nie zwei Männer mit Kind sieht, wirkt es erklärensbedürftig. Wenn man immer wieder zwei Väter mit Kind sieht, wird es Teil des inneren Bildes von Familien. Wenn Formulare jahrzehntelang nur Mutter und Vater sagen, wirkt alles andere als eine Abweichung. Wenn sie Elternteil 1 und 2 sagen, wird vielleicht nicht mehr nachträglich eingefügt, sondern von Anfang an mitgedacht. Und dabei geht es nicht darum, Mutter unsichtbar zu machen oder traditionelle Familien abzuwerten, also überhaupt nicht. Mutter, Vater, Kind ist für viele Menschen eine wunderschöne Familie. Aber es ist nicht die einzige und selbst innerhalb dieser Familien sollte Fürsorge nicht automatisch weiblich und Hilfe automatisch männlich sein. Ich wünsche mir eine Normalität, in der ein Vater auf dem Spielplatz nicht zuerst als Mann im Kinderraum gelesen wird, sondern als Elternteil. In der ein Mann, der ein Baby trägt, nicht überrascht, sondern vielleicht nur süß aussieht. So wie jeder Mensch mit Baby manchmal süß aussieht. In der Männer, die mit Kindern arbeiten wollen, nicht automatisch unter besonderem Verdacht stehen. In der Mutter nicht automatisch die gesamte Verantwortung zugeschoben bekommen. In der Kindern von Anfang an sehen, dass Fürsorge viele Geschichte haben kann. Und vielleicht klingt das idealistisch. Aber ich glaube nicht, dass es unrealistisch ist, weil wir ja schon mittendrin sind. Ich sehe mehr Väter, die selbstverständlich tragen, wirken, trösten, organisieren. Ich sehe mehr Familien, die anders aussehen als die Art der Vorlage und sehe mehr Menschen, die sich korrigieren, wenn sie Mutter sagen und Elternteil meinen. Ich sehe mehr Offenheit, auch wenn sie manchmal unbeholfen ist. Und ich glaube, genau diese unbeholfene Offenheit ist viel wert. Nicht jeder Mensch wird sofort die richtigen Wörter haben, nicht jeder wird sofort alles verstehen. Manchmal werden Menschen Fragen stellen, die sich für uns komisch anfühlen. Manchmal werden sie Artebegriffe benutzen. Manchmal werden sie irritiert schauen. Und natürlich gibt es Grenzen. Natürlich muss man nicht jede übergriffige Frage freundlich beantworten. Natürlich muss man nicht immer pädagogisch sein. Und ich versuche zwischen böser Absicht und fehlender Bild zu unterscheiden. Viele Menschen haben kein fertiges Bild für uns, weil sie nie gelernt haben, uns mitzudenken. Und dann entsteht in dem Moment, in dem sie uns sehen, vielleicht ein neues Bild. Das ist langsam, aber langsam heißt nicht unwichtig. Am Ende geht es für mich nicht nur darum, wie erwachsene Männer anschauen, es geht darum, welche Welt Kinder lernen. Wenn ein Kind aufwächst und sieht, dass Männer liebevoll, zuverlässig, zärtlich und zuständig sein können, dann verändert das etwas. Für Jungen, weil sie lernen, dass Männlichkeit nicht bedeutet, Abstand zu halten von Gefühlen und Fürsorge.
Für Mädchen, weil sie lernen, dass sie nicht automatisch die Menschen sein müssen, die später alles tragen. Für alle Kinder, weil sie sehen, dass Familie nicht an einer einzigen Rollenverteilung hängt. Und ich hoffe, dass unser Kind irgendwann nicht erklären muss, warum es 2 Väter hat. Nicht, weil es geheim ist, sondern weil es nicht seltsam ist. So wie manche Kinder 2 Eltern haben, manche einen Elternteil, manche eine Mutter und einen Vater, manche 2 Mütter, manche Pflegeeltern, manche Bonuseltern, manche Großeltern, die eine große Rolle spielen. Ich hoffe, dass unser Kind nicht das Gefühl bekommt, unsere Familie sei eine Antwort auf eine Frage, die andere stellen dürfen, sondern einfach sein Zuhause. Und ich hoffe auch, dass unser Kind Männer nicht als distanzierte Figuren erlebt, die nur am Rand auftauchen. Ich hoffe, es erlebt Männer an Menschen, die fühlen, sorgen, lernen, Fehler machen, zuhören, trösten, Grenzen setzen, Verantwortung übernehmen und da bleiben. Nicht perfekt, aber präsent. Denn vielleicht ist das der eigentliche Gegenentwurf zu diesem Misstrauen. Nicht ein großes Argument, nicht eine Debatte darüber, ob Männer unfair behandelt werden, sondern echte, sichtbare, wiederholte Fürsorge. Männer, die da sind. Väter, die nicht babysitten, sondern Eltern sind. Erwachsene, die Kinder schützen, ohne männliche Nähe automatisch zu pathologisieren. Eine Gesellschaft, die wachsen bleibt, aber nicht zynisch wird. Ich glaube, wir brauchen beides. Schutz und Vertrauen, Aufmerksamkeit und Offenheit, Ernstnehmen von Gefahren und die Bereitschaft, Männer nicht nur durch die Linse potenzieller Gefahr zu sehen. Wenn uns das nicht gelingt, verlieren wir etwas Wichtiges. Dann verlieren wir Kinder möglicher Bezugspersonen. Dann verlieren Männer den Zugang zu Fürsorge. Dann verlieren Familien die Freiheit, so gesehen zu werden, wie sie wirklich sind. Und vielleicht verlieren wir auch die Chance, Männlichkeit breiter zu denken. Ich komme wieder zu diesem Satz zurück. Sind Sie die Mutter? Oh, ich glaube, dieser Satz bleibt bei mir, weil er gleichzeitig absurd, lustig, traurig und aufschlussreich ist. Er ist absurd, weil Martin natürlich nicht die Mutter ist. Er ist lustig, weil man in dem Moment wahrscheinlich gar nicht weiß, was man antworten soll. Er ist traurig, weil eine ältere Frau offenbar wirklich noch nie einen Mann gesehen hatte, der ein Baby trägt. Und er ist aufschlussreich, weil er zeigt, wie tief bestimmte Bilder sitzen. Vielleicht war dieser Moment gar nicht so groß. Vielleicht war er nur ein kurzer Austausch auf einem Bürgersteig. Aber manchmal zeigen kleine Momente sehr deutlich, wie eine Gesellschaft denkt. Nicht ihren offiziellen Werten, sondern in ihren Reflexen. Der Reflex war, Baby am Körper bedeutet Mutter. Und unser Alltag sagt, nicht unbedingt. Unser Alltag sagt, ein Mann kann ein Baby tragen. 2 Männer können Eltern sein. Ein Kind braucht nicht zwingend eine Mutter in der Nähe, damit Fürsorge echt ist. Ein Vater ist nicht der Babysitter seiner eigenen Familie. Männliche Zärtlichkeit ist nicht verdächtigt. Sichtbare Vaterschaft ist nicht außergewöhnlich. Oder zumindest sollte sie es irgendwann nicht mehr sein. Und ich weiß, dass sich solche Dinge nicht über Nacht ändern. Ich weiß auch, dass ein YouTube-Video nicht plötzlich alle alten Bilder verschwinden lässt. Aber vielleicht kann es eine Frage stellen. Vielleicht kann es bei jemandem hängen bleiben. Vielleicht sieht jemand beim nächsten Mal einen Vater mit seinem Kind und merkt kurz, dass der erste Gedanke nicht Misstrauen sein muss. Vielleicht hört jemand auf, Väter für Basics zu loben und fängt an, Elternschaft gerechter zu denken. Vielleicht fühlt sich ein anderer Vater gesehen, der genau diese Blicke kennt. Vielleicht fühlt sich eine Mutter verstanden, die müde davon ist, immer automatisch zuständig zu sein. Vielleicht sieht jemand unsere Familie und denkt nicht, wie funktioniert das, sondern einfach, da ist Familie. Das wäre schon viel. Bayern sagt oft, leben und leben lassen und meistens erleben wir das auch. Menschen lassen uns leben. Sie sind freundlich, sie sind neugierig, sie sind manchmal unbeholfen.
Sie sind selten perfekt, aber oft offen. Und trotzdem merkt man in manchen Momenten, dass die stille Annahme noch da ist. Dass ein Kind eine Frau in der Nähe braucht, damit alle sich ganz sicher fühlen. Dass ein Mann mit deinem Baby erklärt werden muss. Dass Väter zwar willkommen sind, aber manchmal immer noch wie Gäste in einem Raum behandelt werden, den Mütter seit Generationen tragen. Ich frage mich, wie lange dauert es, bis sich das ändert? Vielleicht dauert es genauso lange, bis genug Menschen genug neue Bilder gesehen haben. Männer mit Babys, Väter auf Spielplätzen, zwei Väter beim Kinderarzt, Männer in Kitas, Mutter, die nicht automatisch alles erklären müssen, Formular, die Familien nicht erst korrigiert müssen, Kinder, die von Anfang an lernen, dass Fürsorge kein Geschlecht hat. Und wenn ihr sehen wollt, wie dieses Leben von innen aussieht, nicht als Theorie, sondern als Alltag, als Zwei-Väter-Familie in Deutschland, zwischen alten Bildern und neuer Normalität, zwischen Bürokratie, Babytrage, Kinderarzt, müden Nächten und diesen kleinen Momenten, in denen man merkt, wie sich Gesellschaft ganz langsam bewegt, dann bleibt hier auf dem Kanal. Denn genau darüber sprechen wir bei Paarparade. Nicht, weil wir alle Antworten haben, sondern weil wir mittendrin sind.